weitergehoppelt, beziehungsweise galoppiert in diesem Spiel, das sich der Outer Worlds nennt. Wir sind immer noch auf Eridanos, welche Überraschung, darum geht's ja schließlich. Ich habe mir eigentlich gerade aktuell eher so die Hotellobby und die Umgebung angeguckt, habe ich immer noch das komplette HUD ausgeblendet, was... It's also horrible. I can't believe someone so famous as Halcyon Helen could meet a fate like this. It really is a terrible shame. I absolutely adored her cereals. Nee, Serie wäre so toll. I can't imagine someone wretched enough to do such a thing. You don't think a dissident could be here? Oh nein, ein Dissident! Get a hold of yourself. The administrator would never allow someone as dangerous as a dissident here. Eridanos is safe. This is all just a terrible coincidence. Natürlich. Of course, you are absolutely right. I think the idea of a psychopath wandering among us is just making me nervous. Among Us! Ja, wie muss ich jetzt mal an das Spiel Among Us denken? Obwohl Among Us ein total normaler Ausdruck ist, ne? So, gut, gehen wir mal ins Riso-Spektrum. Warum muss das so schlecht ausgeschnitten sein? Das ist ja schrecklich. Ah ja, das ist die Lobby, nehme ich an. So much opulence, while most of Halcyon suffers. Junge, wir waren im Byzantinium. Beruhige dich. What's on your mind? Ist hier was Neues? Nee. Wir können natürlich hier wild anfangen rumzuballern, aber unnötig. I wanted brunch. Oh, die Lounge ist geschlossen. Das ist natürlich ein Elend. Pool? Also Pool wie das Spiel. With Halcyon Helen gone, does that mean Spencer Woolrich will get all her roles? Wer ist denn I das Spencer certainly Woolrich? hope not. That man doesn't even act as well as I do. So, ich habe das Interface wieder eingeblendet, damit wir ein bisschen Orientierung haben. Obwohl es schon ganz schön viel Real Estate gibt. Ach, hier ist Norville wieder. The crime scene's awaiting, Inspector. Ja, Can't believe something like this could happen in my hotel. When I found her, I was just hoping she had a little too much to drink, but all the grievous bodily injury adds up, I suppose. Was? Er hat die Leiche gefunden, das ist ja interessant. Sie lag in der Blutlache und dein erster Gedanke, ich frage mich, ob sie betrunken ist. Die ist schon mal ein schlechter Ort, um nach der Arbeit herumzulungern. Nee, der ist wahrscheinlich mit seiner Arbeit verheiratet, wie alle Leute hier. Und er hat die Leiche gefunden. Und warum? Das hätte er mal erzählen können, ne? You didn't ask. Was? Anyway, I'm sure you've got questions. Ja. Er hat die Leiche gefunden. Er dachte erst, sie wäre nur betrunken. Aber die ganzen Verletzungen waren dann doch ein bisschen viel. Details erzählen, wie du auf die Leiche gestoßen bist. Sure, I'd taken to checking the barroom every few hours prior to the unveiling. Just to make sure no sprats had snuck into the place. You understand. Found her right before I was set to head back to my room in the lower levels for my mandated 5-hour sleep period. Tell ya, thank the law for caffeinoid. Been too upset to get a wink of sleep since. And hey, now I can finally see smells. Ja, er kann wieder Gerüche setzen, weil er hat sie gefunden, also er kontrolliert alle paar Stunden bei dem Ballsaal, weil nicht, dass sich das Spreads invasieren. Also sie kommen anscheinend immer noch nicht so ganz mit Ungeziefer klar, aber naja, das ist Kompetenz und so, ne? Ja, das kurz bevor er schlafen gehen wollte, für 5 Stunden. Nun gut, hast du Helen getötet? Du kannst es mir sagen, wenn du es warst. Das ist unser Geheimnis. What? No. Just because I found the corpse doesn't mean I made her a corpse. I was in shift all day. Besides, I loved Helen's cereals. Well, the old ones anyway. The newer episodes are hot junk on a warm day. Das klingt doch nach einem Indiz. Beziehungsweise nach einem Motiv. Irgendeiner vom Helen nach dem Arbeitsabschluss ein Ballsaal war? Ach, die Arbeit war durch. Es ist gut, dass wir das direkt annehmen. Also er verweigert jeder. Schön fand, kannst du mir schon erzählen, wie du sie umgebracht hast? Das ist auch schön. Ja, irgendeine Ahnung, warum? Beats all hell out of me. Maybe she was, practicing for the unveiling? Sie hat also geübt. Sure. What's on your mind? Schon wieder. Hast du Helen am Tag ihres Todes gesehen? Also davor wahrscheinlich. Of course I did. I just told you I found the body. Oh, wait. You mean when she was still breathing? No, of course I didn't. Plus, it's untoward for an employee to speculate about the actions of a hotel guest. Not that I saw any hotel guests interacting with her. Er hat keine Hotelgäste, mit die interagieren sehen? Das ist ja interessant. Das wäre unziemlich, wenn er Hotelgäste angucken würde. So. Ich denke, wir wissen beide, dass du darauf brennst, aus den Nähkästchen zu plaudern. Honestly, you're more than a little right. I've been burning at the britches to share my theories. Day of her death, I saw Helen leave the hotel premises with the profit of profitability. And didn't see her come back. A little on the suspicious side, I think. Seemed especially strange, seeing how, as far as I was aware, the two didn't get on. Was?
Also sie hat mit der Prophetin des Profits geredet. Gedank seiner deutschen Sprache, die aus Profit of Profitability direkt Prophete macht. Wir wissen, dass es eine Frau ist, was total praktisch ist. Und sie kam nicht miteinander zurecht, was rum ein Prophet des Profits ist. Aber ist egal. Ich meine, das ist ja sowieso alles Magic hier, ne? Warum haben wir sich nicht verstanden? Achso, nee, Frage ist, was ist ein Prophet des Profits? Ich habe natürlich keine Ahnung. Yep. Gives seminars on increasing profit margins and the like. Can't say much else, seeing how I ain't in the gossip market. Er kann nicht mehr erzählen, weil er nicht im Gerüchtemarkt ist? Warum haben die beiden sich nicht verstanden? Or as I can recall, Helen dismissed the lady's seminars in some kind of interview. Said her co-star used them, but she didn't. The top rungers are always ready to read between the lines of famous folks and seem to think the prophet was on her way out. Woman lost a ton of bits and is set to lose more. Also die hält Seminare, wenn man mehr Profite macht, und aber sie fällt langsam Ungnade, weil andere Leute glauben, dass sie auf dem absteigenden Ast ist. Also das ist Junge. I hope all that helped. I'd like to be as useful as I can in the investigation. I just didn't want to steer anyone the wrong way. Ja, die falsche Richtung, ganz recht. Na gut, hast du Vermutung, wer es gewesen sein könnte? Everyone's got theories. I don't reckon mine hold much more weight than anyone else's. Tja. Na gut, schön, danke dafür. Beauty, das war also die Hotellobby. Hotelpage. Welcome to the Grand Colonial. Please make yourself at home. Das Grand Hotel. Achso, warte mal, das ist. Ach ja, hier ist. Okay, das ist das Ding. Was ist denn das hier? Ach, das sind die Fahrstühle. Hä? Warte mal, wie funktioniert. Achso, wir sind in so einem Vorbau. Ich wollte gerade meckern, wie das funktioniert, aber das eigentliche Gebäude geht erst da hoch. Was ist denn das hier für eine lustige Lampe? Kann ich mich hier irgendwie großartig umgucken? Das ist Exit, hier geht's zum Pool. Ach so, dieser Pool. Ah, da war ich schon. I did not read about this. I'll bet you 10 bits this is all just some sort of publicity stunt. Ja, damit rechne ich aber auch, dass es noch ein Werbestand ist. Concierge Halston? I'm sorry, ma'am, but while the hotel is an active crime scene, I regret to inform you that all new bookings, room upgrades, room downgrades, and in-room massages are Oh, you're the special inspector. Mr. Kincannon warned me you'd be checking in soon. Ja, da bin ich. Also, sie wollte uns gerade sagen, dass das leider gerade die normalen Services gerade alle nicht verfügbar sind. Tja, hast du meinen Zimmerschlüssel parat? Yes. I don't yet, but I will, Inspector, ma'am. You'll be staying in our luxurious penthouse suite, vacated just recently. So recently that unfortunately the room's still being cleaned. I'm sure it'll be ready for you by the time you've examined the crime scene. I believe Constable Keene should be waiting for you in the grand ballroom. Ah ja, also das, wir sind natürlich in der Executive Suite und die ist gerade frei geworden, also quasi vor 5 Minuten. Wahrscheinlich ist es die von Helen und die ist natürlich, muss natürlich noch aufgeräumt werden, was irgendwie ein bisschen doof ist, weil, naja, Beweise und so? Na gut, den großen Ballsaal habe ich auf dem Weg hier gar nicht gesehen. Oh, the ballroom's right behind the tower elevators. Swing a left or a right, then cut through the crowd of spectators. You can't miss it. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute hier... Bertie Holcomb is likely beside himself in grief. Wer ist denn Bertie Holcomb? Die Leute mit Ironie kommen die nicht so gut zurecht, ne? Das trifft mich ja immer wieder schwer. Ist das hier einfach nur ein Bad mit... Ein Bad, was einfach so rumsteht? Ich meine, irgendwie logisch, aber kein Spiegel. Auffälligerweise. Es fehlt eigentlich nur noch, dass hier so steht, you are beautiful. Und darunter... That's no joke, we need the fucking mirror. Noch mehr Hotelgäste. Machen Leute das eigentlich in so einer Hotellobby sitzen und loungen? Also, macht das irgendwer? Oder bin ich einfach nur im falschen... Ich meine, das machst du wahrscheinlich denn, wenn du nichts Besseres zu tun hast, oder? Weil das Ding ist halt, dass... Wenn ich irgendwo abhänge und ich habe wirklich nichts zu tun, dann packe ich halt meinen Laptop aus und surfe im Internet. Oder mache was anderes. Also ich tue halt immer was. Anstatt irgendwie dumm rumzusitzen, aber wo ich gar nichts zu tun habe, könnte man natürlich das tun, ne? Also einfach in einer Hotellobby rumhängen. Naja. Und noch was Schönes hier. Slugwachen. Warum? Skiller. Skiller kenne ich. Da war ich schon mal. Ja, die ganze alte Werbung. Medical Center. Murder or no murder, it is my right to loiter on a barstool. Ja, mein Recht, auf einem Barstuhl rumzuhocken. Ja, super. Na gut, dann gucken wir uns mal den großen Ballsaal an. Ich scheine ja anscheinend nicht in der Lage zu sein, die Zeit weiter zu strecken. Hello? Ah ja. Black Hole Bertie's disappeared, you know. Black Hole Bertie ist weg. Poor fellow must be inconsolable. So, ich komme hier einfach durch, oder? Ja. Dr. Goodnight. Ach, das liegt doch noch genau hier. Thank the law. Inspector, you don't know how relieved I am to see you.
Also ich freue mich ganz zu sehen. Na gut, Gentleman, okay, freut mich, dich kennenzulernen. Wir haben über die gesprochen. Ich hatte eigentlich nur eine Bar gesucht. Haben die hier so Drinks mit kleinen Schwäppchen drin? Nein, haben sie nicht. Das wurde uns leider schon gesagt. Ich sag das. Our dossier mentioned you had problems committing to a job. What? In accordance with Rizzo's company policy, I am required to give you this motivational message. I believe you will find that assisting your local Rizzo's security department is even more thrilling than the sweet, smooth flavor of Rizzo's Spectrum vodka. Dr. Goodnight, ecstatic to make your various acquaintances and so on. Are we finished with the pleasantries? There's something I'm excited to show you. Oh, ich hätte Ellie mitnehmen sollen, fällt mir gerade so auf. So ein Arzt wäre bestimmt ganz praktisch gewesen, ne? Also, das Dossier sagt übrigens, dass ich ein Aufmerksamkeitsproblem habe. Das ist ja irgendwie ein Meta-Joke, oder? Das halt diese RPG-Charaktere mal was anderes machen. Was hast du nämlich für Doktorin? Da können wir jetzt die Gender-Debatte wieder aufmachen, ne? Dass Doktorin ein unnötiges Wort ist, weil Doktor bereits sowohl männliche als auch weibliche Ärzte abschreckt und absteckt und das total unnötig ist, aber egal. Du meinst den Weg zum Spa? Are you talking about that program? What was it called? Perspiring your way to productivity? No, what I have is much more invigorating. Our coroner has developed a device which may prove useful in your investigation. Our office has instructed her to hand it over to you. Our office has instructed her to hand it over to you. Oh, please. You make it sound as if I'm turning over stolen goods. Behold, my discrepancy amplifier. Hold it in your hands. Feel the way it hums with ontological potential. Der Diskrepanzverstärker. Ach, schön. Also wir kriegen ja neues Spielzeug. Das macht das doch gleich hier wesentlich spannender, oder? Ach, schön. Nun gut. Nein, ich habe keine Technik 65. Achso, sieht wir uns hier mit angeschweißten Rechenmaschine. Wissenschaft interessant. Ich schätze, dieses Gerät nutzt deterministische Analysen. Wahrscheinlich nicht. You're rather sharp in your upper story. I can see why you're the inspector. The discrepancy amplifier uses a deterministic model of our universe to detect the discrepancy between what should be and what actually is. Then it renders any discrepancies visible by using the power of magnification. That sounds strangely like scientism. Expecting the doctrine of the OSI to have any bearing on reality is quite an assumption. Oh, goodness, no. I don't care for OSI doctrine. I just enjoy their math. Also, das ist eine Lupe. Ernsthaft? Das ist wirklich eine Lupe. Ich hab's ja noch nicht gesehen, das Ding. Also, sie hat halt gesagt, es benutzt ein deterministisches Modell der Welt, um dann, zu dem zu vergleichen, was ist und was sein sollte. Und dann vergrößert es den Unterschied. Nun. Ein deterministisches Modell des Universums setzt voraus, dass man... erstmal, dass das Universum überhaupt deterministisch ist, was nicht ganz klar ist. Weil es ist noch nicht so ganz raus, ob so Sachen wie Cancerfall, das ist so die große Sache, und diese Lichtspaltengeschichte zum Beispiel von den Photonen, ob das wirklich deterministisch ist oder ob es wirklich wahrer Zufall ist. Weil, wenn das deterministisch wäre, dann könnte man das Universum berechnen und all dein Leben ist komplett sinnlos, weil du triffst keine freie Entscheidung. Alles, was du tust, ist sowieso egal. Mal davon abgesehen, mit den freien Entscheidungen ist so das nächste Ding. Das ist relativ unabhängig von welchem Cancerfall, weil da gibt es ja... Also die großen Entscheidungen sind schon vorherbestimmt, anstatt die kleinen Entscheidungen. Egal. Ja, auf jeden Fall, das Ding vergleicht also das Universum, wie es sein sollte, mit dem Universum, wie es ist. Und dann sehen wir den Unterschied. Ja, okay. Danke. Also ist das eine Lupe? Yes. It's a magnifying glass, but an extraordinarily powerful one. It looks through the glass of reality itself. I'm contractually prohibited from endorsing off-brand technology, but I'll bend that rule just this once. You'll want to peer into the amplifier and examine the crime scene. Ja. Der Diskrepanzverstärker. Also sie meint, dass es nicht Markensachen soll ich nicht benutzen, aber diesmal lässt sie mich das noch durchlaufen. Hallo Inspektorin, dank der halb genialen, halb wahnsinnigen These von Dr. Goodnight bist du im Besitz des Diskrepanzverstärkers, einem praktischen Werkzeug für das Aufdecken von Spuren auf Iridanos. Bevor du deine Jagd nach Helens Mörder fortsetzt, solltest du den Diskrepanzverstärker in einen Waffenplatz ausrüsten. Och nö. Packen wir dann weg. Diskrepanzverstärker von Force, schön. Habe ich irgendwas, was von Force ist?
Ich hatte doch mal die eine Pistole, oder? Der von der guten Entwicklung ist ein induktiver Schlussfolgerungssimulator, der darauf spezialisiert ist, Diskrepanzen im Eridanus-Atmosphärenkomplex zu erkennen. Das Gerät ist auf die starken Magnetfelder des Eridanus-Komplex angewiesen und kann nicht ohne einen Orten der Kolonie eingesetzt werden. Welch Elend aber auch. Das kostet Munition, aber kann ich das aufrüsten? Kann ich es reparieren? Eridanus scannen nach Beweisen. Um Hellsmörder zu finden, wirst du das Visier des Diskrepanzverstärkers nutzen müssen. Dann findest du mit bloßen Augen nicht erkennbare Indizien. Sobald du den Hinweis entdeckt hast, ziel mit dem angeschalteten Visier darauf und drück den Interagieren, um zu analysieren. Cool. Kann ich mit den Leuten erstmal reden? Ah, jetzt bin ich überladen, ne? Um wie viel denn? Habe ich noch irgendeine Dreckswaffe, die ich einfach wegwerfen kann? Sicherheitsklinge Hyper. Ich muss einen Händler finden bei Gelegenheit mal. Zu Schrott hinzufügen? Warte mal, das zu Schrott hinzufügen zerlegt das nicht, ne? Kann ich das Zeug zerlegen? Ne, das kann ich noch fallen lassen. Die Waffen muss ich... Ich habe alles vergessen mit diesem Spiel. Ne? Zerlegen. Cool. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob diese Gegenstände wie gut sind, ne? Das ist, ich werfe die jetzt einfach auseinander, weil die sind nicht named und dann ist das schon gut. Flammenwerfer braucht bestimmt keine Sau. Aufträge? Allgemein? Wo ist denn eigentlich der Schrott? Also wie komme ich da wieder ran an das Menü? Ist ja nicht auch egal, ne? Wir sind nicht mehr überladen. Alles ist gut. Ich werde noch mal kurz mit den Leuten vorher reden. Go on, Inspector. Give the amplifier a try. Ich will aber nicht. Eigentlich wollte ich mit dir reden, genau. Wie funktioniert das Ding? I was waiting for this. Yes, of course. I'm only too eager to cooperate. Ja, sie freut sich ganz mit uns zu reden. Ja, erzähl mal was von der Leiche. Our leading lady must have riled up someone. Her wounds from cranium to metatarsal are as follows. A blow to the head, severe enough to lacerate the flesh. Followed by a suite of plasma burns down the neck and back, signs of poisoning, evidence of inanition and desiccation, possible signs of jaundice, some shingles, one malformed toenail. Also, nicht alles davon sind Todesursachen. Also, der Hinweis war Ermüdung, Wassermangel, Plasmaverbrennung im Nacken, Anzeichen einer Vergiftung. Das klingt so ein bisschen so, als würde sie vorher gefoltert worden sein, oder? Ich meine, das ist ganz schön viel Zeug. Bleiben wir bei der wahrscheinlichen Todesursache. That's good advice. I'll just strike out malformed toenail as a possible cause of death. The short version is this. Helen was killed by poison, a blow to the head, and a plasma weapon. Possibly more. Aber warum alles gleichzeitig? Oder kamen in schneller Reihenfolge verschiedene Leute rein? Das möchte ich merken, aber ich will gerne was anderes sprechen. I am, of course, at your service. Ja, sicherlich doch. Dich erfahren? Ja, du. Why, I'm flattered, Inspector. Let me think. I've worked at the Grand Colonial for about as long as it's been around. Prior to that, I lived in Byzantium, but I always felt like it was missing something. And that something turned out to be corpses. Byzantium has much in the way of luxury, but examining the dead does not rank amongst the preferred activities of the elite. Warte, sie hat in Byzantium gewohnt, aber ihr war langweilig und deswegen ist sie die haben Leichen gefehlt. Okay. Sie hat einen Pathologenjob, die meisten scheinen sehr angenehm zu finden. Pathologenjob? Absolutely. Usually I'm just a medical practitioner, so I almost never get to deal with anything as unique, or as quiet, as a corpse. The most interesting thing I saw prior to this was the back of Mr. Woolrich's throat after he blew out his vocal cords shouting at an attendant. If I weren't here, I'd be back in my quarters, rewatching Byzantium in the spring or working on my automatic Sprat Peeler. Sie hat den automatischen Sprat-Schäler? Interessant. Ja, aber sie macht nicht allzu viel Spannendes, hier hat sie gemeint. Naja, gut, was geht den Diskrepanzverstärker an, ja? Oh, good. One of my favorite subjects. Ask away, my dear. Ask away. Wir können Sie fragen, weshalb hast du den Verstärker erfunden? I didn't expect an existentialist question so early today. A need. Just as sprats feel they must breed, or canids feel they must brutally maul each other. I feel the need to create. Das ist aber eine seltene Eigenschaft, das Verlangen zu erschaffen, oder? Das Design des Verstärkers stellenweise jetzt im klobig, als würde eine Panzerung was im Inneren schützen. Der Verstärker wirkt intelligenter als die meisten Roboter. Wohin liegt das? Was macht dieses Plus-Dingsbums? Also ich weiß nicht, was dieses Symbol zu bedeuten hat. Egal, wir fragen es trotzdem. You're smarter than I look. Guess there's no shame in telling you exactly what it is you're using, seeing how you're so curious. As it so happened, my husband was mortally wounded in a marauder raid about a year ago. Wasn't going to live more than a few hours. I happened to have an excess of preservative fluids, a scanning device in need of a central processor, and a sudden burst of inspiration. A tragedy doesn't mean you can't be proactive.
Sie hat das Gehirn ihres beinahe, also anders, wir fangen es an. Ihr Mann wurde vor einigen Jahren von einem Plündererangriff, wie auch immer das hier auch passieren konnte, tödlich verwundet, hatte noch wenige Stunden zu leben. Aber sie hatte zum Glück ein bisschen Konservierungsmittel, diverses Zeug bei und eine spontane Eingebung. Und das heißt ja nicht, dass man so eine Tragödie nicht vergehen lassen soll, einfach so. Wenn du das Gehirn des Mannes Verstärker steht, bin ich überrascht, dass du ihm einfach so gibst, ja. Technically, it wasn't his whole brain, just a small cross-section, enough to operate the amplifier. But giving the amplifier to you is better than letting it rot in a closet somewhere. Besides, my husband was the prior constable. He would have wanted his brain used for the pursuit of justice. Ah ja, er war der vorherige Gendarm, also, so verstehe. Der Verstärker scheint mir ziemlich mächtig. Weshalb hast du ihm mir anvertraut? Because you're the inspector. I should think that's rather obvious. Ja. Aber warum verwendest du ihn nicht einfach selber? I invented the discrepancy amplifier to assist me in my own medical work. When you were hired to investigate Helen's death, I realized I had my own part to play. I programmed the amplifier to assist you. I'm entrusting it to your care because I want to see my invention help a brilliant inspector solve the murder of the century. Ah ja, sie das hat das Ding dessen programmiert, weil sie sehen möchte, wie ich den Jahrhundertmord aufkläre. So. Und du wirst als Erfinderin berühmt, wenn die Ermittlung an Helens Mord möglich war. You don't miss a thing, do you, Inspector? I can see why the constable recommended hiring you. Think of the amplifier as my gift to you. May it avail you in the swift and efficient prosecution of justice. Ah ja, der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Was passiert, wenn er kaputt geht oder irgendwie verloren geht? I still have the blueprint and several extra prototypes floating around, but I might recommend you try to be careful with it. Some of the amplifier's internal components are rare, shall we say, and I don't have an indefinite supply. Einige Komponenten sind selten. Sie hat nicht unendlich viel davon. Naja, gut, so ein paar Gehirne ranzukriegen sollte hier nicht das Schwierigste sein, ne? Ich erinnere an die... Oh, war das in Fallout 4? Wo sie die Fabrik hatten, wo sie die Robo-Brains herstellen, wo sie einfach die Gefangenen weggeschippt haben. You sure you don't want to know anything else? Oh, alright. We can change the subject. Sicherlich doch. Diskrepanzverstärkung? Oh, good. One of my favorite subjects. Ask away, my dear. Ask away. Hab ich schon alles gefragt, ja. You sure you don't want to know anything else? Oh, alright. We can change the subject. Okay, gut, dann erforschen wir das gute Stück mal. Mit diesen Leuchtern vor allem drin. Aber beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.